Wusstest du, dass jeder Satz aus maximal 5 Teilen besteht? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und das heutige Video ist mal wieder so gut, dass du in wenigen Minuten lernst, wofür andere im Deutschkurs mehrere Monate brauchen. Du lernst jetzt die Basis der Grammatik im Satz und da geht es immer um Fragen. Wer, was, wann, wie, wo und so weiter. Mit diesen Fragen kannst du einen Satz in einzelne Teile zerlegen oder aus einzelnen Teilen zusammenbauen, ähnlich wie ein Puzzle oder Lego. Wenn du richtig gut in Grammatik und damit auch in Deutsch allgemein werden willst, musst du die 5 Funktionen kennen und anwenden können. Denn damit kannst du jeden Satz analysieren und konstruieren, besser verstehen, korrekter schreiben und letztendlich auch fehlerfrei sprechen. Also schau dir das Video bis zum Ende an. Das wird deine beste Investition heute. Und hol dir auch mein kostenloses Einmaleins der Grammatik mit den wichtigsten Regeln, Übungen und Lösungen zu diesem Thema. Der Link ist in der Beschreibung unter dem Video. Bist du bereit? Dann geht's los. Wir beginnen mit der ersten und wichtigsten Funktion. Frage an dich. Was braucht ein Satz mindestens? Bestimmt denkst du jetzt ein Verb. Und damit hast du recht. Das ist der zentrale Teil in einem Satz und alle anderen Informationen bauen auf diesem Verb auf. Ein Verb ist eine Wortart, eine Form sowie Nomen oder Adjektiv. Die Funktion von einem Verb ist das Prädikat. Man unterscheidet zwischen Form und Funktion. Schau dir diesen Satz an. Heute gibt es Spaghetti. Die Funktion von gibt ist Prädikat. Die Form von gibt ist ein Verb in der dritten Person Singular im Präsens. Die Form sagt dir, wie ein Wort oder ein Satzteil aussieht. Die Funktion sagt dir, welche Aufgabe es im Satz hat. Das erkläre ich dir im Verlauf des Videos genauer. Hier noch ein paar Beispiele für Prädikate. Gestern hat es Spaghetti gegeben. Prädikat hat gegeben. Form dritte Person Singular Perfekt. Und das besteht aus dem Hilfsverb haben und dem Partizip 2. Siehst du, jetzt kann man nicht mehr so einfach Verb sagen, denn es gibt ja 2 Teile. Schau dir mal das hier an. Gestern haben Spaghetti von mir eingekauft werden müssen. Also, dieser Satz heißt nichts anderes als ich musste gestern Spaghetti kaufen. Aber ich möchte dir damit zeigen, wie lang ein Prädikat sein kann. Haben, eingekauft werden müssen. Funktion, ein Prädikat. Form von einkaufen, dritte Person Plural Perfekt im Passiv mit Modalverb müssen. 4 Verbformen, ein Prädikat. Kommen wir mal zur zweiten Funktion. Was kommt jetzt wohl? Wenn der wichtigste Teil das Prädikat bzw. das Verb im Satz ist, was gehört dann am ehesten zum Prädikat? Das Subjekt. Sie sind sozusagen Partner, beste Freunde oder Brüder, denn das Subjekt ist die Person oder Sache, die etwas macht. Zum Beispiel Carlos lacht. Und jetzt zeige ich dir die ersten Schritte, um einen Satz zu analysieren. Zuerst suchst du immer das Prädikat. Dann fragen wir mit dem Prädikat nach dem Subjekt. Man fragt danach immer und nur wer oder was. Hier ein paar Beispiele. Herr Tröster bekommt heute Abend Besuch von einer Dame. Unser neuer Kühlschrank ist seit Tagen kaputt. Wir beginnen mit der Analyse von Satz 1. Prädikat bekommt. Wer oder was bekommt Besuch? Herr Tröster. Er ist das Subjekt. Du weißt ja, wer ist für Menschen und manche Tiere und was ist für alles andere, also für Dinge. Satz 2. Prädikat ist. Dazu gehört kaputt, denn alleine macht das Verb keinen Sinn. Also fragen wir, wer oder was ist kaputt? Unser neuer Kühlschrank. Das ist das Subjekt.
Bestimmt weißt du, dass das Subjekt immer im Nominativ steht. Aber was heißt das? Nominativ bezieht sich auf die Form und dieses Subjekt besteht aus dem Possessivartikel unser, aus dem Adjektiv neuer und aus dem maskulinen Nomen Kühlschrank. Unser und neuer hat die Endungen des Nominativs, weil das Subjekt immer und nur im Nominativ steht. Damit du genau verstehst, was ich meine, kommen wir nun zur dritten Funktion, den Objekten. Darüber habe ich schon mehrere Videos gemacht, die ich dir hier oben verlinke. Dennoch schauen wir kurz in das Thema hinein, beginnend mit dem Akkusativobjekt. Wir haben unseren neuen Kühlschrank in die Reparatur gebracht. Fällt dir schon etwas auf? Wir machen wieder eine Analyse und beginnen wie immer mit dem Prädikat. Haben gebracht. Und dann fragen wir wie immer nach dem Subjekt. Wer oder was hat gebracht? Wir. Dieses Subjekt hat die Form eines Personalpronomens. Und erst jetzt im dritten Schritt fragen wir nach dem Akkusativobjekt. Wen oder was haben wir in die Reparatur gebracht? Unseren neuen Kühlschrank. Wir vergleichen mal mit dem Satz von eben. Unser neuer Kühlschrank ist seit Tagen kaputt. Was fällt dir auf? Unser neuer Kühlschrank hat einmal die Funktion von einem Subjekt und dann von einem Akkusativobjekt. Das sind zwei komplett unterschiedliche Aufgaben im Satz. Schau dir mal die Form an. Die Wörter sind gleich, aber die Endungen sind anders. Klar, einmal Nominativ, einmal Akkusativ. Übrigens, nach dem Akkusativobjekt fragt man immer und nur, wen oder was. Es gibt noch einen anderen Akkusativ. Den zeige ich dir anhand der vierten Funktion. Kommen wir nun zum Dativobjekt. Es gibt zum Glück nur wenige Verben, die ein Dativobjekt brauchen. Meistens sind es Verben, die nur mit Mensch oder Tier funktionieren, zum Beispiel helfen oder gratulieren. Deshalb fragt man nach dem Dativobjekt nur wem, nichts anderes. Hier ein Beispiel. Er gratuliert seinem Sohn zum Geburtstag. Analyse: Prädikat gratuliert. Subjekt: wer oder was gratuliert? Er. Wem gratuliert er? Seinem Sohn. Dativobjekt. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist zum Geburtstag? Das ist ein Präpositionalobjekt, denn man stellt die Frage immer mit einer Präposition. Du weißt ja, Verb mit Präposition und so. Wozu gratuliert er ihm? Zum Geburtstag. Worüber freut er sich? Über seine Geschenke. Woran denkt er heute? An seinen nächsten Geburtstag. Dieses Thema habe ich ausführlich in 2 Videos erklärt, die du dir unbedingt anschauen musst. Es gibt noch ein letztes Objekt, das Genitivobjekt, aber das wird so selten benutzt, dass du es eigentlich nicht brauchst. Was du als Genitiv kennst, sind Attribute. Das ist die 5. Funktion und dazu komme ich gleich. Aber zuerst kommen wir zur 4. Funktion, den Adverbialen, und die kommen in fast allen Sätzen vor. Kleiner Hinweis: Tekamolo. Das sind alle Informationen, mit denen man auf Fragen wie wann, warum, wie, mit wem, wo, wohin, wie lange etc. antworten kann. Auch darüber habe ich schon mehrere Videos gemacht, die du hier oben verlinkt findest. Dennoch hier ein Beispiel. Im letzten Sommer fuhr Familie Werner wegen einer Hochzeit mit dem gesamten Freundeskreis an den Gardasee. Hier haben wir ziemlich viele Infos, die wir nun analysieren. Womit beginnen wir? Natürlich mit dem Prädikat. Fuhr. Wer fuhr? Familie Werner. Sie sind das Subjekt. Gibt es Objekte? Kann man hier wen oder was fuhr Familie Werner fragen? Oder wem fuhr Familie Werner? Nein, hier gibt es keine Objekte. Aber was können wir fragen? Wann fuhr Familie Werner an den Gardasee? Im letzten Sommer. Warum fuhr Familie Werner an den Gardasee? Wegen einer Hochzeit. Mit wem fuhr Familie Werner an den Gardasee? Mit dem gesamten Freundeskreis. Das ist kein Dativobjekt, es ist ein Adverbial im Dativ. Also Funktion Adverbial, Form Dativ.
Für dich ist das aber total egal, solange du das im Satz korrekt benutzt. Wohin fuhr Familie Werner? An den Gardasee. Fällt dir auf, dass es in allen Adverbialen einen Kasus gibt, also Akkusativ, Dativ und Genitiv? Wie gesagt, es sind keine Objekte. Aber warum gibt es dann immer wieder andere Endungen? Das liegt an den kleinen Wörtern am Anfang der Adverbiale. An, in, mit, wegen und so weiter. Das sind Präpositionen und die brauchen einen bestimmten Kasus. Auch dazu gibt es schon mehrere Videos, die ich dir oben verlinke. Kommen wir nun zur 5. und damit letzten Funktion, dem Attribut. Und die sind etwas speziell, denn sie sind keine Funktion für sich allein, sie gehören entweder zum Subjekt, zum Objekt oder zu Adverbialen. Was könnte das sein? Schau mal. Der Computer, mit dem ich arbeite, gehört einem Freund meiner großen Schwester. Damit du gleich verstehst, worum es geht, zeige ich dir diesen Satz ohne Attribute. Der Computer gehört einem Freund. Attribute sind das, was Sätze so unglaublich lang macht. Sie geben mehr Informationen. Dazu gehören zum Beispiel Adjektive. Meine große Schwester. Adverbien. In dem Zimmer hier ist es eiskalt. Genitivattribute. Ein Freund meiner großen Schwester. Präpositionale Attribute. Handtaschen aus Leder sind nicht günstig. Attributsatz. Das sind Relativsätze. Der Computer, mit dem ich arbeite, gehört. Appositionen. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin Deutschlands, tritt ab. Ja, das sind die 5 Funktionen. Mein Tipp für dich. Nimm dir einen ganz einfachen Text zur Hand, am besten A1 oder A2, und beginne zu analysieren. Du wirst sehen, dass du mit ein bisschen Übung ein ganz neues Verständnis unserer Sprache erlangen wirst. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und folg mir auch auf Instagram und auf TikTok. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.